Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen super leckeren Zwiebelkuchen. Dafür als erstes eine 26er Springform mit Backpapier auslegen, außerdem den Rand mit etwas Butter einfetten. Als nächstes für den Teig 225 Gramm Mehl, 125 Gramm Quark, ein halbes Päckchen Backpulver, 75 Milliliter Milch, 50 Milliliter Öl und einen halben Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und anschließend mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 2 bis 3 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Klassisch für einen Zwiebelkuchen wäre eigentlich ein Hefeteig. Ein Quark-Ölteig passt meiner Meinung nach aber auch sehr gut. Außerdem kann man den Teig jetzt ohne Ruhezeit sofort weiterverarbeiten. Das heißt, auf einer bemehlten Arbeitsfläche jetzt nochmals kurz mit den Händen durchkneten, dann zu einer Kugel formen, die Teigkugel mit den Händen etwas flach drücken und danach mit einem Nudelholz rund und etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen. Den ausgerollten Teigfladen anschließend in die vorbereitete Springform geben, den Boden sowie den Rand der Form gleichmäßig dick mit dem Teig auskleiden und die Form danach erstmal kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Insgesamt brauchen wir ca. 800 Gramm, das heißt 3 bis 4 Gemüsezwiebeln abziehen und in dünne Streifen schneiden. Danach eine große Pfanne mit einem gehäuften Esslöffel Butter erhitzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, die Zwiebeln in die Pfanne geben und jetzt bei niedriger bis mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für ca. 10 bis 12 Minuten glasig anschwitzen. Die Zwiebeln sollten beim Anschwitzen keine Farbe nehmen. Und wenn das erledigt ist, einen gehäuften Esslöffel Mehl zu den Zwiebeln geben, das Mehl kurz unterrühren und die Zwiebeln vom Herd ziehen und kurz abkühlen lassen. Währenddessen noch 100 Gramm geräucherten Speck in Würfel schneiden und außerdem 3 Eier, 150 Milliliter Sahne und eine ordentliche Prise Salz und Pfeffer in eine Rührschüssel geben und mit einem Schneebesen gut miteinander verquälen. Danach die etwas abgekühlten Zwiebeln in die Springform geben, gleichmäßig darin verteilen, die Ei-Sahne-Mischung über die Zwiebeln gießen und zum Schluss den gewürfelten Speck auf der Oberfläche verteilen. So kommt der Zwiebelkuchen jetzt in den vorgeheizten Backofen für 35 bis 40 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Den fertigen Kuchen nach ca. 40 Minuten aus dem Ofen holen, jetzt noch ca. 10 Minuten in der Form stehen lassen, dann den Rand der Springform entfernen und so sieht der fertige Zwiebelkuchen dann aus. Anschließend mit einem Messer in Stücke schneiden, auf Tellern anrichten und eventuell mit ein paar Schnittlauchröllchen garnieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.